Hallo, willkommen im 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema fallender Dollarindex, Rückenwind für Gold und Goldaktien. Disclaimer. Fallender Dollarindex, Rückenwind für Gold und Goldaktien. Die Schlagzeilen deuten es an. Der Dollar bzw. Dollarindex steht vermutlich hinsichtlich der nächsten Monate vor dem Rückgang. In solchen Zeiten kam es meist parallel zum Dollarrückgang auch zum Rückgang der Gold-Silber-Ratio. Das ist ein sehr günstiges Umfeld für Goldaktien in den nächsten Monaten. Sobald die Gold-Silber-Ratio 50 erreicht, kommen wir vermutlich in die erste Verkaufszone dieser Goldaktienrallye. Auf der linken Seite ist der sogenannte Dollar-Index. Das ist nicht der Dollar, aber das umfasst den gesamten Dollarbereich, ist eher mehr Geld da drin in den gesamten Komplex oder draußen. Das heißt, in Krisenzeiten, wo die Anleger verunsichert sind, ist der Dollarindex hoch, weil besonders viel Geld dann sozusagen in den dollarnahen Anlagen fließt. Und das heißt zum Beispiel hier, das war die Russland-Krise, dementsprechend überall Höhen oder auch die Corona-Krise ähm, sind immer hohe Dollarindexes. Aber Sie sehen, es hat auch seine Grenze erreicht und jetzt vermuten eben auch einige Schattisten, dass es eigentlich auch wieder zur Mitte fällt, sozusagen, das Geld also aus dem Dollarbereich sozusagen rausgeht. Und interessant ist eben auch noch die Korrelation zu sehen. Meist, wenn dieser Dollarindex gefallen ist, kam es auch zu Goldaktienrallye, wie hier beispielsweise 2011. Das war dann sozusagen hier gleichzeitig auch noch eine Indikation, dass man hier eigentlich aus Goldaktien aussteigen muss. Genauso wie mehr oder weniger an diesem Punkt, diesen Kunden und vermutlich diesen Punkt. Das Ganze ist ähnlich mit der Gold-Silber-Ratio, wo einfach der Gold- und Silberpreis und die Gold und Silber durcheinander dividiert wird. Und wenn der Wert hoch ist, ist Silber niedrig bewertet. Und wenn der Wert klein ist, dann ist Silber hoch bewertet. Und wir glauben eben auch, dass wir vor einem Fall der Gold-Silber-Ratio hier von dieser Area auf den Punkt 3 führen. Das wäre dann hier mehr oder weniger um die 50. Da kann es dann doch mal abprallen. Das könnte dann Gold- und Silberaktien auch nochmal beschädigen. Aber vermutlich fallen wir jetzt in den Bereich 50 und bis das eben passiert, haben wir eine massive Gold- und Silberaktienrallye. Und man müsste möglicherweise aussteigen und vielleicht hier wieder einsteigen und nochmal diesen Fall dann nehmen. Aber gut, das genau zu treffen, ist natürlich eine absolute Schwierigkeit. Wir sind jetzt drin. Wir erwarten im Grunde genommen, dass ein sehr heftiger Fall des Dollarindexes beziehungsweise Gold- und Silberratio kommt und das wiederum ist ja sehr gut für Goldaktien. Also es ist ein ganz interessantes Setup von so Goldaktien, die eben jetzt auch vom Dollarindex unterstützt werden. Und oben, Sie sehen es, die Ökonomen trauen dem Euro Höhenflug auf 1,30 Doll. Also wenn sowas einen Höhenflug kriegt, dann kann es also um den Dollar auch nicht so gut bestellt werden. Aber trotzdem gelten eigentlich noch diese alten Schwankungen zwischen den Hauptwährungen. Sie sehen, das ist ja auch mehr oder weniger ein System. Das schwappt mal in die Richtung, mal in die Richtung. Und wir erleben vermutlich eben die nächsten Monate steigenden Europreis. Das heißt, viel Geld geht aus dem Dollarbereich hinaus und geht eben nicht eben unbedingt in den Euro, sondern geht in alle anderen Assetklassen von Gold, Rohstoffe bis eben vermutlich auch Aktien. Also es ist eine interessante Zeit. Beobachten Sie diesen Dollarindex, wenn der im Grunde genommen hier in dieser Region ist, beziehungsweise auch die Gold-Silber-Ratio von jetzt, ich weiß nicht, ungefähr 80 ist sie, hier auf 50 fällt. Das kann möglicherweise ein Verkaufssignal sein. Jedenfalls grünes Licht für Goldaktien und auch von dieser Hinsicht aus. Ja, hier nochmal ein Goldprojektgenerator, Mexiko, Peru und Kanada. Ähm,
Also das El Oro-Projekt in Mexiko, 12.000 Hektar, ist ein Goldprojekt, hochgradiges, das ein Gold-Silber-Adersystem in Mexiko umfasst. Das Projekt umfasst 20 Adern mit früherer Produktion und insgesamt mit mehr als 67 Adern. Aus den Berichten zufolge äh, sind etwa 6,4 Millionen Unzen Gold und 74 Millionen Unzen Silber aus nur zwei dieser Adern gefördert. Und wir haben 57 Adern. Also es könnte enormes Potenzial hier sozusagen sein. Dann eben haben sie noch Tres Marias Punto Distrikt in Südperu, 9400 Hektar. Ja, das Ganze befindet sich südwestlich des Julianka Airports Puno und des Puno Gold-Silbergürtels. Es sind sehr viele andere interessante Minen in der Nähe. Die Tunari-Mine mit 3 Millionen Unzen Gold, 1,5 Gramm. Dann das Korani-Deposit, 357 Millionen Unzen Silber, 3.957 Billionen, also 3,97 Billionen Lips of Blei und 2,46 Billionen Lips of Zink in Santa Ana-Projekt nochmal mit 30 Millionen Unzen. Also jede Menge Ressourcen auch in dem Zusammenhang. Und dann haben sie auch noch Victoria, befinde ich in Zentralfundland in Labrador, das eine der besten Bergreviere der Welt bezeichnet wird. 3 Kilometer von Marathons Goldprojekt. Valentine Marathon mit 4 Millionen Unzen, hochgradige Goldabschnitte erreichten 178 Gramm pro Tonne, 66,7 Gramm und 10 Gramm auch. Ja, Sie sehen, wo es liegt, sage ich mal mehr oder weniger etwas südlich von Mexico City, ihr Flaggschiff. Der Chart ist eigentlich im Aufwärtstrend, hat natürlich jetzt auch die Korrektur etwas federn lassen müssen, sollte aber mit steigenden Gold- und Silberpreisen dann auch sein Hoch von Anfang 2021 einholen. Meiner Meinung nach auch eine potenzielle Aktie mit jede Menge Superlativen, auch im Augenblick von den Anlegern auch nicht weiter beachtet, aber das könnte natürlich dementsprechend eine Chance sein, wie immer keine Kaufempfehlung, Risikostufe Gamble, also sehr hohes Risiko. Ja, nochmal generell ein paar grundsätzliche Überlegungen, wie es jetzt mit Gold etc. weitergehen kann. Also Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 auf 8500. Die Chartähnlichkeit ist frappierend. In den 1970ern hat eine ähnliche Situation wie jetzt. Es ist sozusagen eine Tasse mit Henkel geschlossen worden. Und damals ist es, als die damals geschlossen worden ist, von einem Jahr Gold von 200 Dollar auf 850 gestiegen. Das hat einer der größten Goldaktien-Rallye aller Zeiten ausgelöst. Hier NRD Mining von 5 Cent auf 19 Cent, Silverstacks Mining von 10 Cent auf 36 Dollar, also 1000 Dollar wurden hier 380.000 Dollar, absolut unglaublich. Und ja, ehrlich gesagt, wir glauben, wir stehen vor einer ähnlichen Situation und charttechnisch sieht es eigentlich so aus, als ob es jetzt zum Mega-Spike kommen dürfte jetzt bei Gold. Aber ob das so zugelassen ist fraglich. Aber ein gewisser Anstieg, denke ich mal, zumindest 2,5, 3, vielleicht 4 dürften wir sehen. Ja, es sind im Grunde liegen mehrere Finanzereignisse vor uns. Das erste Ereignis eben, ähm, dass, sag ich mal, Gold und Silber mehr oder weniger moderat auf 2500 Dollar steigt oder Silber über 50. Und das merkt eigentlich keiner. Aber das Interessante ist, dass das gerade bei den unterbewerteten Pennygold-Aktien überproportionale Anstiege freisetzt, wie zum Beispiel bei dieser Aktie hier vom Corona-Tief von 2 Cent auf 36 Cent. Jetzt hat die sich auf 7, 8 Cent wieder rausgearbeitet, war jetzt zwischenzeitlich auch auf 2. Gut aus möglich, dass diese Höhe dann bald schnell erreicht ist und eben in dieser Gold- und Silber-Rallye hoffentlich weit drüber hinausgeht. Wir hoffen halt, dass solche typischen Penny-Stocks in der Masse Richtung 1 Dollar und mehr steigen können. Und die unvermeidlichen Verlierer, die da drin, das versuchen wir dem zu begegnen, dass wir dementsprechend mehrere Goldaktien kaufen, die verteilen und ständig beobachten und ständig eigentlich gut performen etc.,
nachzukaufen. Das ist unsere Strategie. Man könnte das auch eine Annäherungsstrategie nennen. Vielleicht noch auf der rechten Seite, das ist das langfristige Silberchart. Und wir glauben einfach, die Situation ist das Jahr von 2011 ähnlich. Damals ist dann Silber hier von diesem Punkt von $17 auf $50 gestiegen. Das waren 8 Monate. Das hat eine enorme Goldaktienrallye ausgelöst, wo man natürlich dann hier die obere Richtung des Silberspikes war, dann ja dann der Verkaufszeitpunkt sozusagen. Ähnliches könnte sich jetzt auch wieder hier einstellen, dass wir jetzt im Grunde genommen auch in den nächsten 8 Monaten Anstiege in Richtung $50 sehen. Und das würde eben auch sehr viel hoffentlich Penny-Gold-Aktien dazu führen, dass so ein Typus dann auch Richtung $1 steigt oder mehr. Das ist unsere große Hoffnung, wie in den 1980er Jahren, wie Sie die Beispiele gesehen haben. Und das ist sozusagen gar nicht bekannt. Alle Leute gucken auf Gold und Silber. Aber ab irgendeinem Punkt werden sie mit Sicherheit realisieren, was für große Gewinne teilweise mit Goldaktien gemacht worden sind. Und dann wollen sie natürlich auch in dem Sektor, sie erkennen diesen überproportionalen hohen Hebel und dann kommt aber auch langsam unsere Verkaufszeit, dass wir dann diesen hereinströmenden Käuferschichten unsere Position dann verkaufen und mit hoffentlich großen Aufschlag eben. Und unser einziges Erfolgsrezept ist im Grunde genommen, wir sind eben früher als alle anderen. Äh, Sie sehen, es hat schon eine Zeit lang gedauert, bis es zu so einem Spike kommt. Und damit können wir sie im Prinzip schlagen. Wir sind einfach früher, wir sitzen auf diesen Goldaktien, wir kaufen gute Goldaktien nach, wir sitzen Rückgänge auf und irgendwann drängt das große Geld rein und dann können Sie gerne unsere Goldaktien als Dollaraktien abkaufen. Da haben wir überhaupt gar kein Thema. Ja, generell sind eben Goldaktien immer noch extrem unterbewertet. Das sieht man in diesen beiden Charts. Das ist auf der rechten Seite einfach mal Goldaktien Gold in Relation gesetzt. Und da sehen Sie, dass seit 1996 Goldaktien im Verhältnis zu Gold fallen. Und die haben eigentlich jetzt erst ihren Boden gefunden. Und man nimmt eben an, wegen dieser großen Unterbewertung, die keiner richtig real erklären kann, schnappt hier die Goldaktien-Gold-Ratio auf das Mittelpunkt, auf den Median zurück und geht darüber hinaus. Und auf der linken Seite haben wir noch ein Verhältnis Goldaktien zu Junior-Goldaktien. Das ist ein enormer Gap. In Rallyes zeigt sich, dass am Ende richtigen großen Rallye zeigt sich, dass Penny-Gold-Aktien absolut besser performen als die Senior-Gold-Aktien. Und genau was Ähnliches muss eben hier auch passiert sein im Jahr 2000. Da sind eben diese Penny-Gold-Aktien mit einmal ausgebrochen. Keiner hatte das auf dem Radar und hat sogar, sage ich mal, die durchschnittlichen Goldaktien sozusagen auch überstiegen. Also wir haben einfach eine doppelte Unterbewertung und das ist einfach unglaublich. Ohne dass hier in dem Zusammenhang die generelle Unterbewertung von Gold erklärt wird. Also enormer Hebel ist drauf und diese Hebel können dazu dienen, um zum Beispiel mehr Gold und Silber kaufen zu. Ja, Ergebnis 2, 3. Damit meinen wir im Grunde genommen, dass es irgendwie ab irgendwelchen Punkten in den Herkunftsländern, also in Produktionsländern, zu Verstaatlichungen führen kann und einfach zu Schwierigkeiten, weil da große Werte drin sind. Aber auch unser heimisches Bankensystem müssen wir sehen, dass das eben möglicherweise nicht mehr so lange aufrechterhalten kann. Sie wissen ja, Banken retten müssen immer mit mehreren und größeren Summen gerettet werden, um eine immer kleinere Zeit zu retten. Und diese Zeit ist möglicherweise ab irgendeinem Punkt, sind auch nur noch wenige Monate, aber das ist absolut unmöglich, dementsprechend zu verifizieren. Das müssen wir abwarten und beziehungsweise uns vorbereiten auf diese Art von Ereignissen. Ja, also unsere Überlegung ist eigentlich, um wirklich von dieser Krise zu profitieren, muss man sich genau gucken, was Ereignisse könnten uns vor uns liegen, unsere Investments richtig diesen Ereignissen ausrichten und dementsprechend unser Einsatzkapital maximieren. In der Realität ist es so, dass die Leute einfach zu beschäftigt sind, um diese verschiedenen Ereignisse zu kommen und sie werden am Ende einfach nur Opfer. Sie sehen die Kryptos
hochsteigen, hohe Summen. Es gibt Leute, die sagen, steig auf 1 Million und mehr. Sie glauben daran, sie verkaufen ihr Haus oder beleihen es und kaufen sowas. Und ja, ein Rückgang wird da gar nicht mit einkalkuliert. Also sagen wir mal, die Schlagzeilen machen im Grunde genommen den Markt. Das wird dann eingestiegen. Und wir müssen uns im Prinzip antizyklisch verhalten. Also jetzt, wo immer noch keiner Gold- und Silberaktien spricht, Gold- und Silberaktien, hoffentlich kann man da wesentlich mehr Gold und Silber kaufen. Dann ist man von möglichen Bankenschwierigkeiten gerettet. Und ab irgendeinem Punkt wird es sicherlich möglich sein, von reale Werte zu kaufen, wie Tophäuser und andere Geschichten. Das würde dann bedeuten, dass man aus 200 Euro, die man heute investiert, mal 25, eben die Goldaktien, mal das Vierfache, äh, und dann mal 50, wenn dieses System mehr oder weniger wieder hochgefahren oder ein anderes System hochgefahren wird, dann muss man halt die produktiven Werte mehr oder weniger kaufen. Aber wir haben ja die Zeit, das relativ in Ruhe anzuschauen. Wir haben Gold und Silber außerhalb des Bankensystems. Wir müssen da keine schlechten Deals machen. Nichtsdestoweniger empfehle ich das natürlich, wenn der Goldaktienboom läuft, sich trotzdem eigentlich schon langsam darauf einzuschießen, was könnten denn die langfristigen Gewinner nach diesem ja, Schulden, Inflationscrash oder wie man auch immer nennen will, sein, dass man sich systematisch darauf vorbereitet. Ein guter Zeitpunkt ist vielleicht $50. Die Goldaktien laufen heiß. Sie kaufen jede Menge Gold und Silber für diese Summe nochmal nach und gleichzeitig machen sie sich Gedanken um strategische Investment, wo sich dann der Tausend-Bäcker-Report auch intensiv beschäftigen wird hinsichtlich Zukunftstechnologien, Top-Standard, Top-Dividend-Aktie, möglicherweise international gestreut, um die höchste Wahrscheinlichkeit zu machen, dass man nicht von irgendwelchen Eingriffen dann irgendwie bedroht wird. Und da sind viele Eingriffe dieser Art. Also da müssen wir schon die Augen aufhalten. Ja, 1000-Bäcker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen. Ähm, ja, und eine Exit-Strategie haben wir auch entwickelt. Also was investiert man, wenn der Boom vorbei ist? Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft, die sind zu jeder Zeit in Gold und Silber in ausreichenden Mengen gekommen, sind sehr günstig. Eine Überweisung, schon ist Gold in der Schweiz eingeladen, genauso leicht ist auch die Rücküberweisung. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Thema soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Ja, und gerne auch eben abonnieren, beziehungsweise ein Like geben. Das würde dem Algorithmus nämlich die Botschaft geben, dieses Video auch den anderen Leuten vorzuschlagen, die es bislang nicht gesehen haben. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.